Hallo und herzlich willkommen. Heute hörst du eine Geschichte auf Deutsch. Die Sätze sind kurz. Das Tempo bleibt ruhig. Du musst nicht jedes Wort verstehen. Höre zuerst auf die Situation. Danach werden viele Wörter klarer. Unser Thema ist die Sonntagsruhe in Deutschland. Das Wort hat 2 Teile. Sonntag ist ein Wochentag. Ruhe bedeutet wenig Lärm und wenig Stress. Zusammen entsteht das Wort Sonntagsruhe. Es beschreibt einen besonderen Rhythmus. Viele Geschäfte bleiben geschlossen. Viele Menschen arbeiten nicht. In Wohnhäusern soll es ruhiger sein. Laute Arbeiten werden oft verschoben. Das bedeutet aber nicht völlige Stille. Menschen kochen, duschen und sprechen weiterhin. Kinder spielen. Babys weinen. Türen öffnen sich. Ein Bus fährt durch die Straße. Normales Leben bleibt möglich. Wichtig sind Rücksicht, Dauer und Lautstärke. Unsere Hauptperson heißt Maja. Maja ist 30 Jahre alt. Sie lebt seit 4 Monaten in Deutschland. Ihre Wohnung liegt in einem älteren Mehrfamilienhaus. Die Wände sind nicht sehr dick. Im Haus leben Familien, Studierende und ältere Menschen. Eine Nachbarin arbeitet im Krankenhaus. Ein anderer Nachbar arbeitet in einem Restaurant. Maja kennt ihre Namen noch nicht gut. Sie grüßt freundlich im Treppenhaus. Mehr hat sie bisher nicht gesagt. An ihrem ersten freien Sonntag möchte Maja viel erledigen. Genau dort beginnt unsere Geschichte. Am Samstagabend sitzt Maja am Küchentisch. Vor ihr liegt eine lange Liste. Sie möchte ein Regal aufbauen. Sie möchte 2 Bilder aufhängen. Das Schlafzimmer braucht einen neuen Vorhang. In der Küche stehen 3 Säcke mit Altglas. Der Boden muss gereinigt werden. Auch die Wäsche wartet. Maja schaut auf die Uhr. Es ist schon spät. Sie sagt zu sich, morgen habe ich endlich Zeit. Der Sonntag scheint perfekt. Kein Büro wartet. Kein Deutschkurs beginnt. Kein Termin steht im Kalender. Sie legt Werkzeug, Schrauben und Dübel bereit. Die Bohrmaschine steht neben dem Regal. Dann geht sie zufrieden schlafen. Am Sonntag wacht Maja um 8 Uhr auf. Sie trinkt schnell einen Kaffee. Danach zieht sie alte Kleidung an. Um 9 Uhr stellt sie das Regal an die Wand. Sie misst die Höhe. Dann markiert sie 4 Punkte mit einem Bleistift. Alles ist vorbereitet. Maja nimmt die Bohrmaschine. Sie drückt auf den Knopf. Das Gerät macht einen starken Ton. Der Ton geht durch die Wand. Maja bohrt nur wenige Sekunden. Trotzdem klingelt es sofort an ihrer Tür. Vor der Tür steht eine Frau mit grauer Strickjacke. Sie heißt Anna. Maja hat sie schon im Treppenhaus gesehen. Anna lächelt, wirkt aber müde. Sie sagt, Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Heute ist Sonntag. Könnten Sie heute nicht bohren? Maja schaut auf die Bohrmaschine. Dann schaut sie auf die Uhr. Sie antwortet, es ist schon 9 Uhr. Ist das trotzdem zu früh? Anna erklärt ruhig, am Sonntag geht es nicht nur um die Uhrzeit. Laute Renovierungsarbeiten stören das ganze Haus. Maja fragt, auch nur 4 kleine Löcher? Anna nickt. Auch kurze Bohrgeräusche hört man überall. Maja wird zuerst ärgerlich. Unter der Woche arbeitet sie lange. Am Samstag war sie einkaufen. Jetzt bleibt nur der Sonntag. Sie denkt, wann soll ich meine Wohnung fertig machen? Trotzdem sagt sie, Entschuldigung. Ich kannte diese Regel nicht.
Anna antwortet freundlich: Das kann passieren. Lesen Sie bitte auch die Hausordnung. Dort stehen unsere Ruhezeiten. Meine Tochter hatte Nachtschicht. Sie schläft gerade. Jetzt versteht Maja die Situation besser. Sie verspricht: Ich höre sofort auf. Anna bedankt sich und geht zurück. Kapitel 2: Was bedeutet Sonntagsruhe? Maja setzt sich auf einen Karton. Ihr Plan ist plötzlich leer. Sie öffnet den Mietvertrag. Zwischen vielen Seiten findet sie die Hausordnung. Dort stehen Regeln für das Haus. Nachtruhe gilt ab 22 Uhr. Am Morgen endet sie um 7 Uhr. Eine Mittagsruhe steht ebenfalls im Dokument. An Sonn- und Feiertagen sollen störende Arbeiten vermieden werden. Maja liest den Satz zweimal. Störend bedeutet: Andere Menschen werden deutlich belastet. Vermeiden bedeutet: Etwas nicht machen, wenn es nicht nötig ist. Sonntagsruhe heißt nicht, dass niemand sprechen darf. Eine Wohnung ist kein Museum. Maja darf frühstücken und telefonieren. Sie darf das Fenster öffnen. Sie darf Essen kochen. Ein Glas kann herunterfallen. Solche Geräusche gehören zum Alltag. Anders ist es bei vermeidbarem starken Lärm. Bohren kann warten. Hämmern kann meist warten. Möbel können später verschoben werden. Ein Rasenmäher muss nicht am Sonntag laufen. Die wichtigste Frage lautet: Muss diese laute Arbeit wirklich jetzt passieren? Wenn die Antwort Nein ist, kann Maja sie verschieben. Maja möchte den Tag nicht sofort aufgeben. Sie schaut auf die Teile des Regals. Einige Arbeiten sind leise. Sie legt eine Decke auf den Boden. Dadurch schlagen die Holzteile nicht hart auf. Dann dreht sie Schrauben mit der Hand ein. Sie benutzt keinen elektrischen Schrauber. Die schweren Teile stellt sie vorsichtig ab. Nach einer Stunde steht das Regal fast fertig, im Wohnzimmer. Nur die Befestigung an der Wand fehlt. Diese Arbeit macht Maja später. Das Ergebnis überrascht sie. Sie konnte etwas erledigen. Gleichzeitig blieb das Haus ruhig. Maja schreibt eine neue Notiz: Leise Vorbereitung am Sonntag. Bohren am Samstag. Das ist ein praktischer Kompromiss. Ein Kompromiss verbindet zwei verschiedene Bedürfnisse. Maja möchte ihre Wohnung einrichten. Die Nachbarn brauchen Erholung. Beides ist möglich, wenn die Arbeit gut geplant wird. Am Freitag trifft Maja Anna im Treppenhaus. Maja sagt: Ich möchte morgen gegen 11 Uhr bohren. Es sind nur 4 Löcher. Die Arbeit dauert ungefähr 15 Minuten. Anna antwortet: Danke für die Information. Um 11 Uhr passt es gut. Meine Tochter ist dann wach. Maja freut sich über die klare Antwort. Sie merkt, dass eine kurze Information Konflikte verhindern kann. Am Samstag beginnt Maja um 11 Uhr. Sie prüft noch einmal die Markierungen. Dann bohrt sie die 4 Löcher. Nach 12 Minuten ist alles fertig. Sie saugt den Bohrstaub weg. Danach befestigt sie das Regal. Anna hört die Arbeit, aber sie kennt den Plan. Der Lärm endet schnell. Später begegnen sich beide an der Haustür. Anna sagt: Das ging wirklich schnell. Maja antwortet: Danke für Ihre Geduld. Beide lächeln. Kapitel 3: Samstag ist oft ein Werktag. Maja lernt ein neues Wort: Werktag. Viele Menschen denken dabei nur an Montag bis Freitag. Im Alltag kann auch Samstag ein Werktag sein. Geschäfte öffnen. Handwerker arbeiten. Viele laute Aufgaben sind eher am Samstag möglich.
Trotzdem darf Maja nicht beliebig früh anfangen. Um 6 Uhr morgens wäre Bohren unfreundlich. Auch lange Arbeiten brauchen Pausen. Die Hausordnung und örtliche Regeln bleiben wichtig. Maja verteilt ihre Aufgaben neu. Am Montag wäscht sie Kleidung. Am Mittwoch reinigt sie das Bad. Am Freitag schreibt sie eine Einkaufsliste. Am Samstag kauft sie Lebensmittel und bringt Glas weg. Lautere Arbeiten plant sie ebenfalls für Samstag. Am Sonntag bleiben nur ruhige Aufgaben. Diese Ordnung macht den Samstag nicht perfekt. Aber sie verhindert den großen Stress am Sonntagmorgen. Eine Woche später fallen beim Frühstück viele Krümel auf den Boden. Maja fragt sich, darf ich heute Staubsaugen? Sie liest die Hausordnung. Dort steht kein absolutes Verbot. Trotzdem denkt sie an Lautstärke und Dauer. Für wenige Krümel braucht sie keinen starken Staubsauger. Sie nimmt einen Besen. Nach 2 Minuten ist der Boden sauber. Später fällt Erde aus einem Blumentopf. Diesmal ist die Stelle größer. Maja saugt nur diesen kleinen Bereich. Der Vorgang dauert weniger als 1 Minute. Das ist anders als eine lange Reinigung am frühen Morgen. In manchen Häusern klingt ein Staubsauger sehr laut. Andere Gebäude sind besser geschützt. Deshalb gibt es nicht immer eine einzige Antwort. Maja prüft ihre Wohnsituation. Sie vermeidet unnötigen Lärm. Gleichzeitig darf sie normal leben. Maja möchte am Sonntag Wäsche waschen. Ihre Waschmaschine ist alt. Beim Schleudern bewegt sie sich stark. Das Gerät schlägt manchmal gegen die Wand. Schon an normalen Tagen ist es laut. Maja startet die Maschine trotzdem. Nach 10 Minuten hört sie ein dumpfes Klopfen. Der Ton kommt immer wieder. Maja stoppt das Programm. Sie prüft die Füße der Maschine. Einer steht nicht richtig. Am Montag bittet sie den Hausmeister um Rat. Gemeinsam stellen sie das Gerät gerade. Danach liegt eine Gummimatte darunter. Die Maschine bleibt nun ruhiger. Maja wäscht künftig meistens am Montagabend. Wenn eine ruhige Maschine tagsüber läuft, kann die Situation anders sein. Doch eine stark wandernde Maschine sollte repariert werden. Das Problem betrifft nicht nur den Sonntag. Kapitel 4: Kochen gehört zum Alltag. Am Sonntagmittag kocht Maja eine Gemüsesuppe. Sie schneidet Karotten und Kartoffeln. Ein Topf steht auf dem Herd. Das Wasser beginnt zu kochen. Diese Geräusche sind normal. Maja muss nicht flüstern. Sie muss auch nicht kalt essen. Trotzdem kann sie Töpfe vorsichtig abstellen. Schranktüren müssen nicht zuschlagen. Ein Holzlöffel fällt einmal zu Boden. Niemand klingelt. Ein einzelnes Geräusch ist kein großes Problem. Maja backt danach einen kleinen Kuchen. Der Duft zieht ins Treppenhaus. Sie bringt Anna später ein Stück. Anna freut sich. Beide trinken Kaffee in der Küche. Maja fragt, ist Kochen am Sonntag immer erlaubt? Anna lacht. Natürlich. Sonntagsruhe bedeutet nicht, dass wir verhungern. Die beiden sprechen über normale Lebensgeräusche. Rücksicht ist wichtig. Übertriebene Angst ist aber nicht nötig. Über Maja lebt eine Familie mit 2 Kindern. Am Sonntagnachmittag hört Maja kleine Schritte. Ein Spielzeug rollt über den Boden. Danach lacht ein Kind laut. Maja erinnert sich an die Sonntagsruhe. Kurz denkt sie, ist das nicht auch Lärm? Dann bleibt sie ruhig.
Kinder können nicht den ganzen Tag still sitzen. Normales Spielen gehört zum Familienleben. Natürlich können Eltern besonders wilde Spiele begrenzen. Ein Fußball in der Wohnung ist keine gute Idee. Ständiges Springen direkt über einem Schlafzimmer kann anstrengend sein. Aber ein Baby weint nicht mit Absicht. Ein Kleinkind versteht Ruhezeiten noch nicht vollständig. Maya lernt deshalb 2 Wörter zusammen: Rücksicht und Toleranz. Rücksicht bedeutet, andere zu beachten. Toleranz bedeutet, normale Unterschiede auszuhalten. Maya hört gern Musik aus ihrer Heimat. Am Sonntag stellt sie einen Lautsprecher auf den Tisch. Zuerst läuft die Musik leise. Dann kommt ihr Lieblingslied. Maya erhöht die Lautstärke. Der Bass wird stärker. Ein Glas im Schrank vibriert leicht. Maya bemerkt es und macht sofort leiser. Zimmerlautstärke ist ein nützliches Wort. Die Musik bleibt hauptsächlich im eigenen Raum. Man kann sich noch normal unterhalten. In einem alten Haus kann trotzdem etwas zu hören sein. Absolute Stille ist nicht möglich. Starker Bass geht jedoch oft durch Wände und Böden. Kopfhörer können helfen. Maya benutzt sie später für ein Konzertvideo. Sie wählt eine sichere Lautstärke, denn auch die Ohren brauchen Schutz. Kapitel 5. Eine kleine Geburtstagsfeier. Mayas Geburtstag fällt auf einen Sonntag. Sie möchte 8 Freunde einladen. Zuerst plant sie eine laute Abendparty. Dann denkt sie an die Nachbarn. Sie verändert den Plan. Das Treffen beginnt am Nachmittag. Es gibt Kuchen, Tee und ein ruhiges Essen. Die Musik bleibt leise. Um 20 Uhr gehen die meisten Gäste nach Hause. Maya hängt vorher einen freundlichen Zettel im Haus auf. Darauf steht: Liebe Nachbarinnen und Nachbarn. Am Sonntag feiere ich von 15 bis 20 Uhr Geburtstag. Wir achten auf eine ruhige Lautstärke. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Zettel erlaubt keinen beliebigen Lärm. Er informiert nur. Am Abend sprechen die Gäste im Treppenhaus leise. Die Feier bleibt freundlich und entspannt. In Mayas Küche stehen viele leere Flaschen. Am Sonntag nimmt sie die Taschen mit. Der Glascontainer liegt 2 Straßen weiter. Dort sieht sie ein Schild. Einwurf nur werktags von 7 bis 20 Uhr. An Sonn- und Feiertagen nicht einwerfen. Maya liest den Text langsam. Dann stellt sie die Taschen wieder in den Keller. Das Einwerfen von Glas klingt sehr laut. Besonders am frühen Morgen stört es viele Wohnungen. Die genauen Zeiten können am Container stehen. Maya macht ein Foto vom Schild. Am Samstag bringt sie die Flaschen weg. Sie lernt dabei, eine kleine Handlung kann außerhalb der Wohnung großen Lärm machen. Deshalb lohnt sich ein Blick auf lokale Hinweise. Ein Freund lädt Maya in sein kleines Haus ein. Im Garten ist das Gras hoch. Er möchte am Sonntag mähen. Maya erinnert sich an die Regeln. Ein Rasenmäher ist laut. Viele Gartengeräte dürfen an Sonn- und Feiertagen nicht laufen. Der Freund legt das Gerät zurück in den Schuppen. Stattdessen sammeln beide Blätter mit einem Besen. Danach sitzen sie im Garten. Das Gras bleibt noch einen Tag lang. Niemand bekommt dadurch ein echtes Problem. Maya sagt, manche Aufgaben wirken dringend, sind es aber nicht. Ihr Freund nickt. Am Montag mäht er den Rasen zu einer passenden Zeit. Der Sonntag war trotzdem schön. Kapitel 6. Wenn ein Notfall passiert, nicht jeder Lärm kann warten. An einem Sonntag hört Maya Wasser im Badezimmer.
Unter dem Waschbecken entsteht eine große Pfütze. Das Rohr tropft schnell. Maya schließt das kleine Ventil. Danach ruft sie die Hausverwaltung an. Eine Notfallnummer steht im Mietvertrag. Ein Handwerker kommt nach einer Stunde. Der Handwerker benutzt Werkzeug. Man hört Bohren und Klopfen. Das ist am Sonntag unangenehm, aber notwendig. Der Schaden könnte sonst größer werden. Maya informiert Anna kurz. Sie sagt: Entschuldigung, wir haben einen Wasserschaden. Der Handwerker muss leider arbeiten. Anna antwortet: Natürlich. Danke für die Information. Sonntagsruhe verhindert keine wichtigen Reparaturen. Der Grund macht einen großen Unterschied. An ihrem ersten Sonntag möchte Maya nach dem Bohren einkaufen. Im Kühlschrank liegen nur 2 Eier. Eine Tomate ist noch da. Im Schrank findet sie Reis und Bohnen. Sie geht trotzdem zum Supermarkt. Die Türen bleiben geschlossen. Auf dem Schild stehen die Öffnungszeiten. Sonntag ist kein normaler Verkaufstag. Maya ist zuerst frustriert. Dann kocht sie Reis mit Bohnen und Ei. Das Essen ist einfach, aber gut. Am nächsten Samstag prüft sie ihre Vorräte. Brot, Milch, Obst und Gemüse stehen auf der Liste. Auch Medikamente und Toilettenpapier kontrolliert sie. Diese kleine Planung macht den Sonntag leichter. Sie muss nicht nervös nach einem offenen Geschäft suchen. Nicht alles bleibt geschlossen. Einige Bäckereien öffnen für wenige Stunden. Geschäfte an großen Bahnhöfen können ebenfalls offen sein. Restaurants, Cafés und Kinos arbeiten oft. Museen und Schwimmbäder können Besucher empfangen. Apotheken haben einen Notdienst. Die genauen Angebote sind von Ort zu Ort verschieden. Maya lernt, nicht auf Glück zu hoffen. Vor einem Ausflug prüft sie die Öffnungszeiten. Für normale Lebensmittel plant sie früher. Bei einem dringenden Medikament sucht sie den Apothekennotdienst. Ein ruhiger Sonntag bedeutet also nicht Stillstand. Bestimmte notwendige und kulturelle Angebote bleiben verfügbar. Kapitel 7: Ein langsames Frühstück. Am nächsten Sonntag liegt keine Bohrmaschine bereit. Maya schläft bis 8:30. Danach macht sie Tee und Brot. Unter der Woche frühstückt sie oft im Stehen. Heute setzt sie sich ans Fenster. Sie hört keine Nachrichten. Das Handy bleibt im Schlafzimmer. Auf der Straße geht ein älterer Mann mit seinem Hund. Ein Bus fährt vorbei. Sonst ist es ruhig. Maya kaut langsamer. Der Tee bleibt lange warm. Zuerst fühlt sie sich unproduktiv. Dann merkt sie, dass ihr Körper sich entspannt. Ein Frühstück muss kein Projekt sein. Es darf einfach eine Mahlzeit sein. Später zieht Maya bequeme Schuhe an. Sie verlässt die Wohnung ohne Einkaufstasche. Normalerweise geht sie nur nach draußen, wenn sie etwas braucht. Heute hat sie kein Ziel. Sie geht durch eine ruhige Straße. Viele Schaufenster sind dunkel. Ein Café ist geöffnet. Vor der Tür sitzen 2 Menschen. Maya erreicht einen kleinen Park. Kinder sammeln Stöcke. Ein Paar sitzt auf einer Decke. Eine Frau liest auf einer Bank. Niemand scheint große Eile zu haben. Maya läuft eine Runde um den Teich. Danach setzt sie sich unter einen Baum. Der Spaziergang hat kein messbares Ergebnis. Trotzdem fühlt sie sich leichter. Ruhe ist nicht für jeden Menschen sofort angenehm. Maya kennt noch wenige Personen in der Stadt. An manchen Sonntagen fühlt sie sich einsam.
Geschlossene Geschäfte machen die Stadt leerer. Freunde aus ihrer Heimat sind weit entfernt. Dann hilft ein leerer Tag nicht automatisch. Maya nimmt dieses Gefühl ernst. Sie ruft ihre Schwester an. Später besucht sie ein Sprachcafé. Das Treffen findet sonntags in einem Nachbarschaftszentrum statt. Dort lernt sie Karim und Sophia kennen. Sie sprechen über ihre ersten Monate in Deutschland. Maya merkt, ein ruhiger Sonntag darf auch soziale Kontakte enthalten. Ruhe bedeutet nicht Isolation. Kapitel 8: Verschiedene Sonntage, verschiedene Kulturen. Im Sprachcafé erzählt Karim von seiner Heimatstadt. Dort sind Einkaufszentren sonntags voll. Familien treffen sich und kaufen gemeinsam ein. Sophia kennt einen eher ruhigen Sonntag. In ihrer Familie gibt es ein langes Mittagessen. Maya erzählt von Märkten, Musik und Besuchen bei Verwandten. Niemand muss die eigene Kultur vergessen. Menschen können neue Regeln lernen und alte Gewohnheiten behalten. Maya kocht sonntags ein Gericht aus ihrer Kindheit. Danach geht sie durch einen deutschen Park. Am Abend spricht sie mit ihrer Familie. So entsteht ihr eigener Sonntag. Er gehört nicht nur einer einzigen Tradition. Anna arbeitet nicht im Krankenhaus, aber ihre Tochter Lea schon. Lea hat manchmal Nachtschicht. Am Sonntagmorgen kommt sie müde nach Hause. Dann schläft sie bis zum Nachmittag. Für Lea ist die Ruhe im Haus besonders wichtig. Karim arbeitet in einem Restaurant. Sonntags beginnt seine Schicht um 14 Uhr. Vormittags möchte er sich ausruhen. Ein Ruhetag bedeutet also nicht, dass alle frei haben. Krankenhäuser, Verkehr, Polizei, Gastronomie und Pflege arbeiten weiter. Die ruhige Wohnumgebung hilft auch diesen Menschen. Am Sonntagmorgen hört Maya Kirchenglocken. Wenig später fährt ein Krankenwagen mit Sirene vorbei. Maya fragt Anna, warum sind diese Geräusche erlaubt, aber Bohren nicht? Anna antwortet, nicht jedes Geräusch wird gleich beurteilt. Traditionelle, öffentliche oder notwendige Geräusche gehören teilweise zum Sonntag. Eine Sirene schützt Menschen in einer dringenden Situation. Glocken haben eine gesellschaftliche und religiöse Bedeutung. Private Renovierungsarbeiten sind meistens verschiebbar. Sonntagsruhe bietet deshalb keine Garantie für absolute Stille. Sie reduziert vor allem vermeidbare starke Störungen. Kapitel 9: Ein Hund bellt lange. Einige Wochen später bellt ein Hund im Nachbarhaus sehr lange. Das Geräusch beginnt um 10 Uhr. Es endet erst kurz vor 12. Maya wird unruhig. Sie möchte nicht sofort streiten. Am Montag spricht sie mit dem Besitzer. Maya sagt, Entschuldigung, Ihr Hund hat gestern lange gebellt. Vielleicht hören Sie das in Ihrer Wohnung nicht. Der Mann ist überrascht. Er war einkaufen und kannte das Problem nicht. Er verspricht, eine Lösung zu suchen. Maya beschreibt die Zeit konkret. Sie sagt nicht, Ihr Hund ist immer schrecklich. Ein sachliches Gespräch hilft mehr als eine Beleidigung. An einem Sonntagabend kommt starker Bass aus der oberen Wohnung. Mayas Gläser vibrieren. Sie wartet 5 Minuten. Die Musik bleibt laut. Dann geht sie nach oben und klingelt. Ein junger Mann öffnet die Tür. Maya sagt, Guten Abend. Die Musik ist in meiner Wohnung sehr deutlich zu hören. Könnten Sie den Bass bitte reduzieren? Der Mann schaut überrascht. Er antwortet, das wusste ich nicht. Ich mache sofort leiser.
Nach wenigen Minuten ist es ruhiger. Manchmal kennen Menschen die Wirkung in anderen Wohnungen nicht. Ein höflicher Hinweis kann genug sein. Nicht jedes Gespräch löst alles. Stellen wir uns vor, der Bass kommt jeden Sonntag zurück. Dann kann Maya die Störung notieren. Sie schreibt Datum, Uhrzeit und Dauer auf. Ein kurzes Protokoll beschreibt das Problem besser. Es sollte aber nur deutliche, wiederholte Störungen enthalten. Maya kann danach die Hausverwaltung informieren. Sie bleibt sachlich. Sie erklärt, welche Gespräche schon stattgefunden haben. Bei akuten starken Störungen können örtliche Stellen zuständig sein. Doch normale Schritte, Türen oder Kindergeräusche gehören nicht in ein Lärmprotokoll. Zusammenleben braucht auch Geduld. Kapitel 10. Ein alter Boden überträgt jeden Schritt. Mayas Haus wurde vor vielen Jahren gebaut. Der Holzboden knarrt. Wenn Anna durch ihre Wohnung läuft, hört Maya jeden zweiten Schritt. Anna trägt schon Hausschuhe. Trotzdem bleibt das Geräusch. Maya erkennt, nicht jeder Ton ist eine bewusste Ruhestörung. Das Gebäude überträgt Schall stark. Ein Teppich kann etwas helfen. Vorsichtig geschlossene Türen helfen ebenfalls. Doch ein altes Haus wird nicht vollkommen still. Maya akzeptiert normale Geräusche. Dafür achtet sie auch auf ihre eigenen Schritte. Sophia zieht in die Wohnung neben Maya. Der Transporter kann nur am Sonntag kommen. Mehrere Freunde tragen Kisten ins Haus. Eine Kommode stößt kurz gegen die Wand. Das Treppenhaus wird unruhig. Sophia wirkt gestresst. Maya hilft ihr mit einer schweren Kiste. Danach sagt sie freundlich, versuchen wir, die Möbel vorsichtig zu tragen. Große Bohrarbeiten machen wir besser später. Sophia stimmt zu. Manchmal lässt sich ein Termin nicht ideal wählen. Dann helfen Vorbereitung, kurze Dauer und Rücksicht. Der Umzug endet am Nachmittag. Das Regal wird erst am Samstag befestigt. Am folgenden Sonntag hört Maya eine Bohrmaschine. Das Geräusch kommt aus Sophias Wohnung. Maya erinnert sich an ihren eigenen Fehler. Sie klingelt ruhig. Sophia öffnet mit einem Schraubenzieher in der Hand. Maya sagt, ich wollte kurz fragen, ob Sie morgen weiter bohren können. Sonntags hört man das im ganzen Haus. Sophia antwortet, das wusste ich nicht. Ich bin erst neu eingezogen. Maya zeigt ihr die Hausordnung. Dann bietet sie Hilfe für Samstag an. Aus einem möglichen Streit entsteht ein freundlicher Kontakt. Kapitel 11. Musikinstrumente und Übungszeiten. Karim spielt Gitarre. Er wohnt in einem anderen Haus. Am Sonntag möchte er üben. Seine Hausordnung nennt feste Ruhezeiten. Er spricht zusätzlich mit den direkten Nachbarn. Gemeinsam finden sie eine passende Zeit am Nachmittag. Musik ist nicht dasselbe wie Bohren. Trotzdem kann langes, lautes Üben stören. Ein elektronisches Instrument mit Kopfhörern ist oft eine Lösung. Bei einem normalen Instrument helfen kurze Einheiten und gute Kommunikation. Karim spielt 20 Minuten. Danach macht er Pause. Die Nachbarn kennen den Plan. Maya arbeitet montags bis freitags im Büro. Am Sonntag sieht sie eine neue E-Mail auf dem Handy. Der Betreff klingt dringend. Trotzdem besteht keine besondere Bereitschaft. Maya öffnet die Nachricht nicht sofort. Sie schreibt einen Gedanken auf Papier. Montag um 9 Uhr prüfen. Danach legt sie das Handy weg. Sonntagsruhe kann auch im Kopf stattfinden.
Der Lärm kommt nicht nur von Maschinen. Nachrichten, Listen und Aufgaben können ebenfalls laut wirken. Eine klare Grenze schützt Mayas freie Zeit. Am Sonntagabend wird Maya manchmal nervös. Der Montag kommt näher. Sie denkt an Termine und offene Aufgaben. Früher arbeitete sie dann 2 Stunden. Danach war sie noch müder. Jetzt plant sie nur 15 Minuten. Sie prüft den Kalender. Kleidung und Tasche liegen bereit. 3 wichtige Aufgaben stehen auf einer kleinen Liste. Danach ist Schluss. Maya sagt, der Rest gehört zu morgen. Diese kurze Vorbereitung gibt Sicherheit. Sie verwandelt den Abend aber nicht in einen Arbeitstag. Kapitel 12. Ein Sonntag im Regen. Es regnet den ganzen Tag. Der Park ist nass. Maya bleibt zu Hause. Zuerst denkt sie, dieser Tag wird langweilig. Dann kocht sie Suppe. Sie hört den Regen am Fenster. Später liest sie ein einfaches deutsches Buch. Maya markiert nicht jedes unbekannte Wort. Sie versucht nur, die Geschichte zu verstehen. Nach 10 Seiten macht sie Pause. Am Nachmittag telefoniert sie mit Karim. Der Tag bleibt langsam, aber nicht leer. Ruhige Zeit braucht kein perfektes Wetter. Im Juli scheint die Sonne. Maya fährt mit Sophia an einen See. Beide nehmen Wasser und Brote mit. Sie prüfen vorher die Busverbindung. Am See liegen viele Menschen im Gras. Maya schwimmt eine kurze Runde. Danach liest sie unter einem Baum. Die Freundinnen brauchen kein Einkaufszentrum. Sie haben alles Nötige dabei. Am Abend kommen sie müde nach Hause. Der Sonntag war ruhig und lebendig zugleich. Im Dezember wird es früh dunkel. Maya wacht später auf. Draußen fällt leichter Schnee. Sie macht eine Lampe an und kocht Haferbrei. Danach ruft sie ihre Eltern an. Am Nachmittag geht Maya nur 20 Minuten nach draußen. Die kalte Luft tut gut. Später hört sie ein deutsches Hörbuch. Im Winter passt der ruhige Sonntag besonders gut. Der Tag darf klein und warm sein. Kapitel 13. Freizeit ohne Einkauf. Maya entdeckt viele sonntägliche Aktivitäten. Ein Museum zeigt eine neue Ausstellung. Das Schwimmbad öffnet am Vormittag. Ein Kino bietet einen Film mit deutschen Untertiteln. In der Bibliothek kann sie vorher Bücher ausleihen. Nicht jede Freizeit braucht Konsum. Maya kann spazieren, kochen oder Freunde treffen. Sie kann Fahrrad fahren. Sie kann einen Kuchen teilen. Sie kann einen Brief an ihre Familie schreiben. Geschlossene Geschäfte bedeuten nicht, dass das Leben geschlossen ist. Eines Tages sieht Maya Werbung für einen verkaufsoffenen Sonntag. Einige Geschäfte im Zentrum öffnen für wenige Stunden. Gleichzeitig findet ein Stadtfest statt. Maya denkt zuerst, dass nun jeder Sonntag so ist. Anna erklärt, solche Termine sind besondere Ausnahmen. Sie gelten nicht automatisch jede Woche. Maya prüft deshalb die Informationen der Stadt. Sie geht kurz zum Fest, kauft aber nichts. Am Abend bleibt ihr normaler, ruhiger Rhythmus erhalten. Online-Shops schließen am Sonntag nicht. Maya kann jederzeit Produkte ansehen. Manchmal verbringt sie lange Zeit mit Angeboten. Ein roter Text sagt nur heute. Letzte Chance. Maya fühlt Druck. Sie macht einen Screenshot vom Produkt. Dann wartet sie bis Montag. Oft möchte sie es später nicht mehr. Die Sonntagsruhe wird dadurch auch eine Pause vom Konsum.
Nicht jeder Wunsch braucht eine sofortige Bestellung. Das spart Geld und Ruhe. Kapitel 14. Lernen am Sonntag. Maja möchte sonntags etwas Deutsch lernen. Früher plante sie 3 Stunden Grammatik. Nach einer Stunde war sie erschöpft. Jetzt wählt sie eine ruhige Einheit. Sie hört 20 Minuten eine Geschichte. Danach schreibt sie 5 Sätze über ihren Tag. Heute war es sonnig. Ich bin im Park gewesen. Die Stadt war ruhig. Ich habe Anna getroffen. Am Abend habe ich Suppe gekocht. Echtes Leben macht die Wörter leichter. Maja sammelt nützliche Sätze. Sie sagt, heute ist Sonntag. Ich verschiebe die Arbeit auf Samstag. Entschuldigung, ich kannte die Regel nicht. Was steht in der Hausordnung? Welche Ruhezeiten gelten in diesem Haus? Gibt es eine Mittagsruhe? Darf ich die Waschmaschine tagsüber benutzen? Für ein Gespräch mit Nachbarn helfen weitere Sätze. Könnten Sie die Musik bitte etwas leiser machen? Der Bass ist in meiner Wohnung deutlich zu hören. Ich muss am Samstag kurz bohren. Die Arbeit dauert ungefähr 15 Minuten. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Danke für Ihr Verständnis. Diese Sätze sind höflich und klar. Maja ist bei einer Regel unsicher. Sie schreibt eine kurze E-Mail. Guten Tag. Ich bin neu im Haus. Ich möchte die Ruhezeiten richtig beachten. Welche Regeln gelten an Sonn- und Feiertagen? Gibt es besondere Zeiten für Waschmaschinen oder Musikinstrumente? Bitte schicken Sie mir die aktuelle Hausordnung. Vielen Dank. Die Hausverwaltung antwortet am nächsten Tag. Sie sendet das Dokument als PDF. Maja liest es langsam. Die Regeln ihres Hauses sind nun klarer. Eine direkte Frage ist besser als eine Vermutung aus einem alten Internetforum. Regeln können sich je nach Haus und Ort unterscheiden. Kapitel 15. Kleine Hörszene. Bohren höre auf die Situation. Es ist Sonntagmorgen. Ein Nachbar bohrt seit 20 Minuten. Maja klingelt. Sie sagt ruhig, Guten Morgen. Man hört die Bohrmaschine im ganzen Haus. Könnten Sie die Arbeit bitte auf einen Werktag verschieben? Der Nachbar antwortet, Entschuldigung. Ich wusste das nicht. Ich höre sofort auf. Was war wichtig? Maja beschrieb das konkrete Geräusch. Sie beleidigte niemanden. Der Nachbar erklärte seinen Fehler. Danach endete der Lärm. Ein kurzes Gespräch löste die Situation. Es ist Sonntagnachmittag. Über Maja läuft ein Kind durch das Zimmer. Danach fällt ein Spielzeug zu Boden. Das Geräusch endet schnell. Maja hört später leise Stimmen. Sie beschwert sich nicht. Warum? Die Geräusche gehören zum normalen Leben. Sie dauern nicht lange. Niemand macht absichtlich starken Lärm. Sonntagsruhe braucht auch Toleranz. Am Sonntagabend bricht ein Rohr. Wasser läuft in den Flur. Ein Handwerker kommt. Er bohrt kurz in die Wand. Maja informiert die Nachbarn. Sie sagt, wir haben einen Wasserschaden. Die Reparatur kann leider nicht warten. Warum ist der Lärm hier möglich? Die Arbeit verhindert einen größeren Schaden. Der Grund ist dringend. Notwendige Hilfe gehört zum Alltag, auch am Sonntag. Kapitel 16. Die wichtigsten Unterschiede normale Lebensgeräusche sind oft unvermeidbar. Dazu gehören Gespräche, Kochen und kurze Schritte. Ein Baby kann weinen. Eine Dusche kann laufen. Eine Tür kann einmal zufallen.
Starke, vermeidbare Geräusche sind anders. Dazu gehören Bohren, Hämmern und lautes Möbelrücken. Auch Rasenmäher oder Altglas können viele Menschen stören. Dauer, Uhrzeit und Wohnsituation spielen immer eine Rolle. Nach einigen Monaten hat Maja einen neuen Rhythmus. Montag ist Waschtag. Dienstag kauft sie kleine Dinge. Mittwoch bleibt frei. Donnerstag reinigt sie das Bad. Freitag plant sie Lebensmittel. Samstag erledigt sie Einkäufe und laute Aufgaben. Am Sonntag erwartet Maja weniger von sich. Sie schläft etwas länger. Sie frühstückt langsam. Danach geht sie spazieren oder trifft Freunde. Vielleicht liest sie. Vielleicht macht sie nichts Besonderes. Der Tag muss nicht vollständig geplant sein. Maja lebt nun seit 2 Jahren im Haus. An einem Sonntag wacht sie ohne Wecker auf. Auf dem Tisch liegt keine Aufgabenliste. Die Bohrmaschine bleibt im Schrank. Im Wohnzimmer steht das Regal von damals. Maja macht Kaffee und setzt sich ans Fenster. Später trifft sie Anna im Park. Anna fragt, was machst du heute noch? Maja antwortet, nicht viel. Früher hätte diese Antwort sie nervös gemacht. Heute fühlt sie sich gut an. Anna sagt, das klingt nach einem guten Sonntag. Kapitel 17. Vom Verbot zur Entlastung. Am Anfang dachte Maja, ich darf heute nichts machen. Später verändert sie den Satz. Sie sagt, ich muss heute nicht renovieren. Die Bedeutung fühlt sich anders an. Das erste klingt wie eine Grenze. Das zweite klingt wie eine Entlastung. Sonntagsruhe ist nicht nur eine Regel gegen Lärm. Sie kann eine Einladung zur Pause sein. Maja muss nicht jede freie Minute füllen. Die Wohnung darf unperfekt bleiben. Eine Aufgabe kann bis Montag warten. Ruhe ist kein Fehler. Erholung gehört zum Leben. Jetzt kommen wir zum Ende. Du hast Maja durch viele Sonntage begleitet. Du hast eine Bohrmaschine gehört. Du hast die Hausordnung gelesen. Du warst am Glascontainer, im Park und am See. Du hast normale Geräusche von starkem, vermeidbarem Lärm unterschieden. Erinnere dich an einige Wörter. Sonntagsruhe bedeutet besondere Rücksicht am Sonntag. Die Hausordnung enthält Regeln für das Gebäude. Ein Werktag ist ein normaler Arbeitstag. Rücksicht bedeutet, andere Menschen zu beachten. Toleranz bedeutet, normale Geräusche auszuhalten. Ein Notfall kann nicht immer warten. Die wichtigsten Schritte sind einfach. Prüfe zuerst die Hausordnung. Plane laute Aufgaben für eine passende Zeit. Informiere Nachbarn bei kurzen, besonderen Arbeiten. Sprich bei Problemen ruhig und konkret. Akzeptiere normale Lebensgeräusche. Suche bei einem Notfall sofort Hilfe. Vielleicht wachst du am nächsten Sonntag auf. Eine Aufgabe wartet. Dann fragst du, muss sie wirklich heute passieren? Vielleicht lautet die Antwort nein. Du machst Tee. Du öffnest das Fenster. Die Welt darf für einen Tag etwas leiser sein. Heute ist Sonntag. Maja lernt, dass Sonntage und gesetzliche Feiertage ähnlich ruhig sein können. Weihnachten, Ostern oder ein regionaler Feiertag können besondere Regeln haben. Manche Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern. Das Wort Bundesland bedeutet ein Teil Deutschlands mit eigener Landesregierung. Maja wohnt in Sachsen. Karim wohnt später in Nordrhein-Westfalen. Ihre Feiertagskalender sind nicht völlig gleich. Vor einem freien Tag prüft Maja deshalb den Kalender.
Sie kauft vorher Lebensmittel. Laute Arbeiten plant sie neu. In ihrer Hausordnung steht, an Sonn- und Feiertagen gelten besondere Ruhezeiten. Maya merkt sich keine komplizierte Gesetzessammlung. Sie versteht nur den praktischen Kern. Ein Feiertag ist oft kein normaler Arbeitstag. Rücksicht und Planung bleiben wichtig. Kapitel 18: Warum Regeln je nach Ort verschieden sein können. Im Internet liest Maya viele Antworten. Eine Person sagt, Waschmaschinen sind sonntags immer verboten. Eine andere Person schreibt das Gegenteil. Maya wird unsicher. Anna erklärt, die genaue Situation hängt von mehreren Dingen ab. Bundesland, Stadt, Hausordnung, Mietvertrag und Gebäude können eine Rolle spielen. Maya lernt deshalb einen wichtigen Satz. Eine allgemeine Antwort passt nicht immer zu jeder Wohnung. Sie prüft zuerst ihre eigenen Unterlagen. Danach fragt sie die Hausverwaltung. Bei ernsten Problemen sucht sie eine zuständige Stelle. Ein Kommentar aus einem alten Forum ist keine sichere Regel. Diese Gewohnheit hilft Maya auch bei anderen Alltagsthemen. Maya liest die Hausordnung erneut. Einige Wörter sind neu. Ruhezeit bedeutet, in dieser Zeit soll es leiser sein. Gemeinschaftsfläche bedeutet, ein Bereich wird von allen benutzt. Dazu gehören Treppenhaus, Keller oder Hof. Fluchtweg bedeutet, ein Weg muss im Notfall frei bleiben. Deshalb dürfen dort keine großen Gegenstände stehen. Weitere Wörter sind Reinigung, Mülltrennung und Haustür. Maya markiert nur wichtige Sätze. Sie schreibt einfache Notizen daneben. Keine Fahrräder vor dem Ausgang. Müll richtig trennen. Haustür abends schließen. Laute Arbeiten sonntags vermeiden. So wird ein langes Dokument verständlicher. Sie muss nicht jede juristische Formulierung auswendig kennen. Das Treppenhaus verbindet alle Wohnungen. Geräusche verteilen sich dort besonders stark. Maya telefoniert einmal laut auf der Treppe. Anna öffnet kurz ihre Tür. Maya merkt sofort, dass ihre Stimme durch das ganze Haus geht. Seitdem beendet Maya Gespräche vor der Haustür oder in ihrer Wohnung. Gäste verabschieden sich leise. Schuhe werden nicht auf die Stufen geworfen. Eine schwere Tür hält Maya mit der Hand fest. Solche kleinen Gewohnheiten kosten fast keine Zeit. Trotzdem verbessern sie das Zusammenleben deutlich. Kapitel 19: Der Samstag als Vorbereitungstag. Maya entwickelt ein kurzes Samstagsritual. Zuerst prüft sie den Kühlschrank. Danach bringt sie Altglas und Papier weg. Sie saugt die Wohnung und wäscht größere Mengen Kleidung. Wenn eine Reparatur nötig ist, beginnt sie zu einer vernünftigen Zeit. Am Abend legt Maya Essen für Sonntag bereit. Sie lädt das Handy und prüft den Busplan. Danach schließt sie ihre Aufgabenliste. Dieses Ritual dauert nicht den ganzen Samstag. Es verhindert aber viele hektische Sonntage. Vorbereitung schafft Freiheit, obwohl das zunächst widersprüchlich klingt. Sophia zieht später in eine Wohngemeinschaft. 3 Personen teilen Küche und Bad. Jede Person hat andere Gewohnheiten. Einer steht früh auf. Eine andere arbeitet nachts. Der 3. Mitbewohner spielt Computerspiele mit Kopfhörern. Sie sprechen über den Sonntag. Die Waschmaschine läuft nicht früh am Morgen. Geschirr wird leise eingeräumt. Lautes Putzen findet am Samstag statt. Gäste werden vorher angekündigt. Niemand verlangt absolute Stille. Die Gruppe vereinbart nur klare Grenzen.
Diese Absprache verhindert viele kleine Konflikte. Maya besucht eine Kollegin mit 2 Kindern. Die Wohnung ist nicht still. Ein Kind baut einen Turm. Das andere malt am Küchentisch. Die Eltern achten trotzdem auf die Lautstärke. Wilde Ballspiele finden draußen statt. Am Nachmittag geht die Familie auf einen Spielplatz. Dort können die Kinder laufen und lachen. Zu Hause lesen sie später ein Buch. Die Eltern müssen den Sonntag nicht wie eine Bibliothek behandeln. Sie zeigen nur Rücksicht auf andere Wohnungen. Maya sieht, dass Familien ihren eigenen ruhigen Rhythmus finden können. Kapitel 20. Ein Mensch schläft am Tag, Lea arbeitet in der Nacht. Um 7 Uhr morgens kommt sie nach Hause. Sie zieht die Vorhänge zu und schläft. Am Sonntag hört sie weniger Verkehr. Das hilft ihr sehr. Gegen Mittag beginnt irgendwo ein kurzer Staubsauger. Lea wacht nicht auf. Später bohrt aber jemand lange in eine Wand. Davon wird sie sofort wach. Dieses Beispiel zeigt den Unterschied zwischen normalem Alltag und starkem, vermeidbarem Lärm. Sonntagsruhe schützt Menschen mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten. Maya möchte später einen kleinen Hund aufnehmen. Vorher informiert sie sich. Ein Hund braucht Bewegung, Training und Kontakt. Wenn er lange allein bleibt, kann er bellen. Das belastet Nachbarn und auch das Tier. Maya plant regelmäßige Spaziergänge. Sie spricht mit einer Hundeschule. Im Treppenhaus hält sie den Hund nah bei sich. Sonntags besucht sie einen Park. Rücksicht bedeutet hier nicht nur weniger Lärm. Es bedeutet auch verantwortungsvolle Tierhaltung. Eine neue Bewohnerin spielt Klavier. Das Instrument steht an einer gemeinsamen Wand. Sie möchte täglich üben. Sonntags fragt sie die Nachbarn nach einer passenden Zeit. Sie übt am Nachmittag für 30 Minuten. Schwierige, laute Stellen wiederholt sie nicht stundenlang. Unter dem Klavier liegt eine Schutzmatte. Die Nachbarn kennen den Rhythmus. Musik bleibt Teil des Lebens, ohne den ganzen Tag zu bestimmen. Kapitel 21. Ruhige Arbeit auf dem Balkon. Maya hat 3 Pflanzen auf dem Balkon. Am Sonntag gießt sie sie. Sie entfernt trockene Blätter. Diese Arbeiten sind leise. Ein großer Umbau wäre etwas anderes. Maya möchte neue Holzkästen befestigen. Dafür braucht sie eine Bohrmaschine. Am Sonntag misst sie alles. Am Samstag kauft sie das Material. Am folgenden Werktag montiert sie es. So nutzt sie den Ruhetag für Planung. Die laute Umsetzung kommt später. Manchmal muss Maya am Sonntag etwas reinigen. Saft läuft über den Küchenboden. Sie wartet natürlich nicht bis Montag. Maya nimmt ein Tuch und wischt die Stelle sofort. Für Krümel benutzt sie einen Besen. Ein kleines Waschbecken reinigt sie mit einem Schwamm. Eine lange Grundreinigung verschiebt sie. Die Sonntagsruhe verlangt keine schmutzige Wohnung. Sie unterscheidet nur zwischen notwendiger kurzer Reinigung und planbarer lauter Arbeit. Maya besitzt einen leisen Geschirrspüler. Das Gerät steht weit von der Schlafzimmerwand entfernt. Sie fragt die Hausverwaltung, ob besondere Regeln gelten. Es gibt kein Verbot für den normalen Betrieb. Trotzdem startet Maya das Gerät nicht um Mitternacht. Am Sonntagnachmittag läuft es einmal. Das Programm ist ruhig. Niemand wird deutlich gestört. Wieder zählt die konkrete Situation. Ein sehr altes, lautes Gerät könnte anders wirken. Kapitel 22.
Ein Besuch mit kleinen Kindern. Mayas Cousine kommt mit 2 Kindern zu Besuch. Vorher erklärt Maya freundlich: Im Haus hören die Nachbarn viel. Ballspiele machen wir besser im Park. Die Kinder verstehen die Regel. Sie malen, essen Kuchen und spielen ein Brettspiel. Später gehen alle nach draußen. Natürlich entsteht trotzdem etwas Lärm. Ein Stuhl rutscht. Ein Kind lacht laut. Maya bleibt entspannt. Rücksicht bedeutet nicht perfekte Kontrolle. Maya bestellt einen Schreibtisch. Die Lieferung kommt am Samstag. Sie öffnet alle Kartons sofort. Einige Teile montiert sie am selben Nachmittag. Eine Wandbefestigung fehlt noch. Am Sonntag sortiert Maya nur Schrauben und liest die Anleitung. Sie klebt Filz unter die Füße. Dadurch bewegt sich der Tisch später leiser. Am Montag befestigt sie ihn sicher. Gute Planung schützt Nachbarn und Möbel. Auch ohne Computer kann Maya innerlich weiterarbeiten. Sie denkt an Fehler, Termine und Gespräche. Ihr Körper sitzt auf dem Sofa. Der Kopf bleibt im Büro. Maya schreibt offene Gedanken auf eine Seite. Dann faltet sie das Papier. Sie sagt, diese Fragen warten bis Montag. Danach geht sie kurz nach draußen. Der Sonntag wird nicht sofort sorgenfrei. Aber der Kopf bekommt eine klare Grenze. Kapitel 23. Wenn der Sonntag traurig macht, manchmal fühlt Maya am Sonntag eine schwere Stimmung. Die Woche war anstrengend. Der neue Ort wirkt fremd. Stille macht diese Gefühle deutlicher. Maya zwingt sich nicht zu künstlicher Freude. Sie schreibt einer Freundin. Sie besucht das Sprachcafé oder geht in ein belebtes Museum. Wenn die traurige Stimmung lange bleibt, sucht sie Unterstützung. Ein Ruhetag ist hilfreich, aber er löst nicht jedes persönliche Problem. Ein angenehmer Sonntag muss nicht teuer sein. Maya nimmt Wasser und Brot in den Park. Sie leiht Bücher aus der Bibliothek. Ein Spaziergang kostet nichts. Ein Gespräch mit Anna braucht kein Ticket. Maya entdeckt kostenlose Veranstaltungen im Stadtteil. Manchmal gibt es Musik im Park oder eine offene Ausstellung. Sie plant vorher, aber nicht jede Minute. Der ruhige Tag bleibt einfach und bezahlbar. Am Samstag kocht Maya eine größere Menge Tomatensauce. Einen Teil stellt sie in den Kühlschrank. Am Sonntag braucht sie nur Nudeln zu kochen. Das Essen ist schnell fertig. An anderen Wochen kocht sie bewusst am Sonntag. Sie schneidet langsam Gemüse und hört leise Radio. Beides ist möglich. Vorbereitung soll nicht jede spontane Idee verbieten. Sie soll nur unnötigen Einkaufsstress vermeiden. Kapitel 24. Ein ruhiger Museumsbesuch. Maya besucht sonntags ein Stadtmuseum. Die Räume sind hell und ruhig. Sie liest kurze Texte unter Bildern. Einige Wörter sind neu. Sie versteht trotzdem das Hauptthema. Nach einer Stunde setzt sie sich im Innenhof auf eine Bank. Der Besuch verbindet Sprache, Kultur und Erholung. Maya muss nichts kaufen. Sie erlebt etwas, ohne den Tag mit Aufgaben zu füllen. Der öffentliche Verkehr fährt am Sonntag oft nach einem anderen Plan. Busse kommen seltener. Manche Linien beginnen später. Maya verpasst einmal eine Verbindung. Seitdem prüft sie den Fahrplan vorher. Sie nimmt ein Buch für die Wartezeit mit. Die langsamere Verbindung ärgert sie manchmal. Gleichzeitig lernt sie, mehr Zeit einzuplanen. Auch unterwegs
Braucht der Sonntag Vorbereitung? Im Wald ist Maja nicht allein. Andere Menschen wandern, fahren Fahrrad oder führen Hunde. Sonntagsruhe bedeutet dort nicht völlige Stille. Trotzdem bleibt Rücksicht wichtig. Maja hört Musik nur mit Kopfhörern. Sie nimmt Müll wieder mit. Auf schmalen Wegen lässt sie andere vorbei. Ihr Hund wäre dort an der Leine, wenn ein Schild es verlangt. Ruhe ist auch ein respektvoller Umgang mit dem gemeinsamen Ort. Kapitel 25: Ein religiöser Sonntag und ein privater Sonntag. Für einige Menschen hat der Sonntag eine religiöse Bedeutung. Sie besuchen einen Gottesdienst oder verbringen Zeit mit ihrer Gemeinde. Für andere Menschen ist der Tag nicht religiös. Maja gehört keiner Kirche an. Trotzdem schätzt sie den ruhigen Rhythmus. Karim nutzt den Vormittag für Familie. Anna liest Zeitung. Verschiedene Gründe können zum gleichen Ergebnis führen: weniger Arbeit und mehr Zeit füreinander. Maja fährt an einem Sonntag mit dem Bus. Eine Fahrerin sitzt am Steuer. Im Krankenhaus arbeiten Pfleger und Ärztinnen. Ein Bäcker verkauft am Morgen Brot. Feuerwehr und Polizei bleiben bereit. Maja denkt an diese Menschen. Sonntagsruhe bedeutet nicht, dass niemand arbeitet. Notwendige Dienste bleiben aktiv. Deshalb ist ein ruhiges Wohnhaus besonders wertvoll. Wer sonntags arbeitet, braucht vielleicht an einem anderen Tag Erholung. Ein wiederholtes Problem braucht manchmal Dokumentation. Maja schreibt nur klare Fakten auf. Datum, Beginn, Ende und Art des Geräuschs stehen in einer Tabelle. Sie vermeidet Bewertungen wie schrecklich oder immer. Stattdessen schreibt sie: starker Bass von 18 bis 19 Uhr. Das Protokoll hilft der Hausverwaltung. Es soll keinen Nachbarn überwachen. Es beschreibt nur ein echtes wiederholtes Problem. Kapitel 26: Eine kurze Entschuldigung. Maja lässt einmal versehentlich einen schweren Karton fallen. Danach schiebt sie einen Schrank. Anna klingelt. Maja merkt, dass der Vorgang lauter war als gedacht. Sie sagt: Entschuldigen Sie bitte. Ich habe den Lärm unterschätzt. Ich höre jetzt auf. Den Schrank bewege ich morgen weiter. Eine ehrliche Entschuldigung beendet den Konflikt schnell. Perfektes Verhalten ist nicht nötig. Verantwortung ist wichtiger. Vor einer kurzen Renovierung schreibt Maja einen Zettel. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn: Am Samstag muss ich zwischen 11 und 12 Uhr kurz bohren. Die Arbeit dauert ungefähr 20 Minuten. Danach ist es wieder ruhig. Sie hängt den Zettel am Freitag aus. Die Information ist klar. Trotzdem beginnt Maja nicht früher. Der Zettel ersetzt keine Regeln. Er zeigt nur Respekt und macht die Dauer vorhersehbar. Stell dir 4 Situationen vor. Erstens, du möchtest 10 Löcher bohren. Zweitens, Suppe fällt auf den Boden. Drittens, ein Rohr ist kaputt. Viertens, ein Kind lacht im Nebenzimmer. Welche Handlung passt? Das Bohren wartet meistens. Die Suppe wird sofort weggewischt. Das kaputte Rohr braucht schnelle Hilfe. Das Lachen gehört zum normalen Leben. Diese Unterschiede sind wichtiger als ein einfaches Ja oder Nein. Kapitel 27: Ein längeres Gespräch. Im Treppenhaus Sophia fragt Maja: Darf man am Sonntag wirklich gar nichts machen? Maja antwortet: Doch, natürlich. Du darfst kochen, duschen, sprechen und spazieren gehen. Du kannst leise aufräumen. Nur starker vermeidbarer Lärm ist problematisch.
Sophia fragt weiter: Und die Waschmaschine? Maja sagt: Prüfe die Hausordnung und dein Gerät. Eine ruhige Maschine am Tag ist anders als eine laute Maschine nachts. Sophia nickt. Sie versteht nun das Prinzip besser. Regeln brauchen oft einen Blick auf die ganze Situation. Vielleicht sieht dein Leben anders als Majas Leben aus. Du arbeitest im Schichtdienst. Du hast kleine Kinder. Du wohnst allein oder mit vielen Menschen. Deshalb braucht dein Sonntag eine eigene Form. Wähle eine kleine ruhige Sache. Plane laute Aufgaben vorher. Halte wichtige Lebensmittel bereit. Sprich freundlich mit Nachbarn. Lass normale Geräusche zu. Dann kann Sonntagsruhe praktisch und menschlich werden. Sie ist keine Prüfung. Sie ist eine gemeinsame Pause. Im Keller gibt es eine gemeinsame Waschküche. 4 Haushalte benutzen 2 Maschinen. An der Wand hängt ein Plan. Jede Wohnung hat bestimmte Zeiten. Sonntags bleibt der Raum laut Hausordnung geschlossen. Maja trägt ihren Korb am Samstag hinunter. Sie wäscht und trocknet rechtzeitig. Einmal vergisst sie den Plan. Dann wartet sie bis Montag. Die Regel schützt nicht nur Ruhe. Sie verhindert auch Streit um die Maschinen. Kapitel 28. Der Innenhof: Hinter dem Haus liegt ein kleiner Innenhof. Geräusche werden dort stark zurückgeworfen. Ein Gespräch klingt lauter als auf der Straße. Maja telefoniert einmal am offenen Fenster. Anna hört jedes Wort. Seitdem spricht Maja im Hof leiser. Kinder dürfen dort spielen, aber ein harter Ball bleibt draußen. Am Sonntag sitzen einige Nachbarn mit Kaffee zusammen. Der Hof ist belebt, ohne sehr laut zu werden. Karim möchte am Sonntag grillen. Sein Mietvertrag erlaubt keinen Holzkohlegrill auf dem Balkon. Rauch würde in andere Wohnungen ziehen. Er benutzt deshalb keinen solchen Grill. Stattdessen bereitet Karim kalte Speisen vor. Später trifft sich die Gruppe im Park. Dort gelten eigene Regeln. Maja lernt, Rücksicht betrifft nicht nur Geräusche. Rauch, Geruch und Sicherheit können ebenfalls wichtig sein. Majas Fahrrad hat eine lockere Kette. Am Sonntag möchte sie reparieren. Die Arbeit ist leise. Sie stellt das Fahrrad auf eine Matte im Hof. Dann benutzt sie kleines Werkzeug. Hämmern oder lautes Schleifen wäre anders. Maja reinigt nur die Kette und zieht eine Schraube fest. Nach 20 Minuten ist das Rad bereit. Nicht jede praktische Arbeit muss warten. Entscheidend ist die Wirkung auf andere. Kapitel 29. Papier und Kartons entsorgen. Nach einer Lieferung liegen große Kartons in Majas Wohnung. Sie möchte sie sonntags zerreißen. Das Papier macht wenig Lärm, doch die schweren Kartons schlagen auf den Boden. Maja schneidet sie langsam mit einer Schere. Danach bringt sie die flachen Teile in den Papiercontainer. Sie wirft nichts laut hinein. Für Glas gelten andere Zeiten, denn Glas verursacht starken Lärm. Ein Paketdienst klingelt überraschend am Sonntag. Manche Zustellungen sind möglich. Maja öffnet die Haustür. Der Fahrer stellt ein kleines Paket ab. Maja baut den Inhalt nicht sofort mit Werkzeug auf. Sie prüft nur die Teile. Kartons und Plastik sortiert sie ruhig. Die eigentliche Montage wartet. Eine Lieferung verändert die Ruhezeit nicht automatisch. Maja muss ein Paket abholen. Die Station am Bahnhof ist zugänglich. Sie fährt mit dem Bus dorthin. Der Fahrplan ist langsamer als werktags.
Am Bahnhof sind einige Geschäfte offen. Trotzdem kauft Maja nur das Nötige. Danach geht sie nach Hause. Sie merkt, dass Ausnahmen existieren. Der allgemeine Sonntag bleibt aber ruhiger. Kapitel 30. Ein Ausflug mit der Regionalbahn Sophia schlägt einen Tagesausflug vor. Beide kaufen die Fahrkarten schon am Samstag. Am Sonntag fährt die Regionalbahn in eine kleine Stadt. Dort sind viele Läden geschlossen. Die Freundinnen besuchen einen Fluss und eine Burg. Sie haben Wasser und Essen dabei. Der Ausflug zeigt eine andere Seite des Landes. Geschlossene Geschäfte machen den Tag nicht wertlos. Nach einem Treffen verabschieden sich Majas Gäste im Flur. Alle lachen laut. Das Gespräch dauert mehrere Minuten. Dann öffnet sich eine Tür. Maja erinnert ihre Freunde freundlich: Wir sprechen besser draußen weiter. Die Gruppe geht vor das Haus. Ein fröhlicher Abend ist erlaubt. Das Treppenhaus muss aber nicht zum Veranstaltungsraum werden. Jeden Sonntag klingelt über Maja ein Wecker lange. Der Ton beginnt um 6:30 Uhr. Niemand schaltet ihn aus. Nach 10 Minuten endet er. Maja spricht später freundlich mit dem Nachbarn. Er erklärt, dass sein Handy unter dem Bett liegt. Er ändert den Alarm. Das Problem war klein, aber regelmäßig. Eine konkrete Bitte hilft. Kapitel 31. Telefonieren mit der Familie am Sonntag ruft Maja ihre Eltern an. Das Gespräch dauert eine Stunde. Sie spricht manchmal emotional und laut. Deshalb schließt sie das Fenster. Im Wohnzimmer kann sie normal reden. Spät am Abend senkt sie die Stimme. Der Anruf ist wichtig und gehört zu ihrem Leben. Rücksicht bedeutet nicht, wichtige Beziehungen zu verstecken. Maja sucht ruhige Beschäftigungen. Sie leiht einen Roman in einfacher Sprache aus. Manchmal hört sie Radio. Ein Hörbuch hilft ihr beim Deutschlernen. Die Lautstärke bleibt angenehm. Maja macht zwischendurch Pausen. Sie muss den ganzen Tag nicht mit Medien füllen. Ein stiller Raum darf ebenfalls Teil des Sonntags sein. Karim, Sophia und Maja treffen sich zum Kochen. Jede Person bringt eine Zutat mit. Sie schneiden Gemüse und erzählen von der Woche. Das Treffen ist nicht vollkommen still. Es gibt Stimmen, Lachen und Geschirr. Trotzdem bleibt die Atmosphäre ruhig. Niemand spielt starke Musik. Um 19 Uhr ist die Küche wieder sauber. Kapitel 32. Ein Sprachpartner am Sonntag. Maja trifft einen Sprachpartner im Café. Sie sprechen 30 Minuten Deutsch. Danach sprechen sie eine andere Sprache. Beide korrigieren nur wichtige Fehler. Das Lernen fühlt sich nicht wie Arbeit an. Sie erzählen von echten Erlebnissen. Maja benutzt Wörter wie Hausordnung, Rücksicht und Werktag. So wird der Sonntag auch ein leichter Lerntag. Maja probiert verschiedene Hobbys. Sie zeichnet, strickt und pflegt Pflanzen. Karim fotografiert Häuser. Sophia schreibt kurze Geschichten. Kein Hobby muss perfekt sein. Der Sonntag ist kein Wettbewerb. Maja beendet manchmal ein Bild nicht. Sie lässt es bis zur nächsten Woche liegen. Unfertige Dinge dürfen warten. Erste Frage: Muss Bohren am Sonntag sein? Zweite Frage: Ist normales Kochen erlaubt? Dritte Frage: Wo stehen Hausregeln? Vierte Frage: Was macht Maja mit Altglas? Fünfte Frage: Warum informiert sie Anna? Sechste Frage: Was passiert bei einem Wasserschaden? Siebte Frage: Darf ein Baby weinen? Achte Frage:
Warum ist starker Bass problematisch? 9. Frage. Was hilft bei Einsamkeit? 10. Frage. Wie plant Maya den Einkauf? Die Geschichte gibt auf jede Frage eine Antwort. Kapitel 33. Antworten in einfachen Sätzen. Maya bohrt nicht am Sonntag. Normales Kochen gehört zum Alltag. Die Hausordnung erklärt Ruhezeiten. Altglas wartet bis zum Werktag. Eine kurze Information zeigt Respekt. Ein Wasserschaden braucht schnelle Hilfe. Ein Baby kann nicht einfach still sein. Starker Bass geht durch Wände. Bei Einsamkeit helfen Gespräche und Treffen. Maya kauft wichtige Dinge vorher. Maya sagt: Guten Morgen, Anna. Ich habe eine Frage zur Sonntagsruhe. Anna antwortet gern. Was ist unklar? Maya fragt: Darf ich kurz Staubsaugen? Anna sagt: Für eine kleine Stelle ist das meist kein Problem. Prüfen Sie trotzdem die Hausordnung. Maya fragt weiter: Und 4 Löcher in der Wand? Anna antwortet: Die sollten bis Samstag warten. Maya sagt: Verstanden. Ich möchte niemanden stören. Anna lächelt: Danke. Mit solchen Fragen findet man meistens eine gute Lösung. Sophia sagt: Am Sonntag fühle ich mich oft gelangweilt. Maya fragt: Möchtest du morgen spazieren gehen? Sophia antwortet: Sind die Geschäfte nicht geschlossen? Maya lacht: Für einen Spaziergang brauchen wir kein Geschäft. Sie treffen sich am Fluss. Danach trinken sie Kaffee in einem kleinen Café. Sophia sagt: Der Tag war ruhiger als sonst. Maya antwortet: Ruhig muss nicht leer bedeuten. Beide vereinbaren den nächsten Spaziergang. Kapitel 34. Eine ruhige Minute zum Schluss. Stell dir einen Sonntagmorgen vor. Im Haus sind leise Schritte zu hören. Wasser läuft kurz in einer Küche. Draußen fährt ein Bus. Dann wird es wieder ruhig. Du musst gerade nichts bohren. Du musst keinen vollen Einkaufswagen schieben. Eine offene Aufgabe kann warten. Atme langsam ein. Atme ruhig aus. Die Sonntagsruhe gehört nicht nur dem Haus. Ein kleiner Teil davon darf auch in deinem Kopf entstehen. Zimmerlautstärke ist keine feste Zahl für jede Wohnung. Wände, Böden und Räume sind verschieden. Ein kleiner Lautsprecher kann in einem Altbau sehr deutlich klingen. In einem modernen Gebäude hört man vielleicht weniger. Maya macht einen einfachen Test. Sie stellt Musik leise an und geht in den Flur. Dort hört sie fast nichts. Später erhöht sie den Bass. Nun klingt die Musik deutlich. Sie reduziert ihn wieder. Dieser praktische Test hilft mehr als eine komplizierte Diskussion. Viele kleine Geräusche entstehen durch Gewohnheiten. Eine Tür fällt zu. Ein Fenster schlägt im Wind. Ein Stuhl kratzt über den Boden. Ein Schrank wird schnell geschlossen. Maya befestigt einen kleinen Stopper an der Tür. Unter Stühlen klebt sie Filz. Das Fenster bleibt bei starkem Wind gesichert. Diese Lösungen wirken jeden Tag. Sie sind nicht nur für den Sonntag nützlich. Kapitel 35. Wenn Besuch über Nacht bleibt: Eine Freundin schläft am Samstag bei Maya. Am Sonntagmorgen steht sie früh auf. Sie packt ihren Koffer im Flur. Rollen und Reißverschlüsse machen Lärm. Maya bittet sie, den Koffer im Wohnzimmer zu schließen. Danach tragen beide ihn vorsichtig hinunter. Die Freundin versteht die Bitte. Rücksicht ist leichter, wenn man sie freundlich erklärt. Maya ist erkältet. Sie bleibt im Bett und braucht Medikamente.
Essen und Wasser stehen bereit. Am Nachmittag wird ihr Zustand schlechter. Sie sucht den ärztlichen Bereitschaftsdienst und eine geöffnete Apotheke. Sonntagsruhe bedeutet nicht, dass medizinische Hilfe fehlt. Bei einem echten Notfall ruft man sofort die richtige Nummer. Gesundheit kann nicht bis Montag warten. Eine Lampe im Treppenhaus funktioniert nicht. Maja möchte sie nicht selbst öffnen. Elektrische Teile gehören zur Hausverwaltung oder zu Fachleuten. Sie schreibt eine kurze Nachricht. Die Lampe im 2. Stock ist ausgefallen. Bitte prüfen Sie sie. Die Meldung kann am Sonntag gesendet werden. Eine nicht dringende Antwort darf bis Montag warten. Kapitel 36. Ruhe und Sicherheit sind keine Gegner. Manchmal muss ein Rauchmelder laut werden. Eine Alarmanlage kann ebenfalls Geräusche machen. Diese Töne warnen vor Gefahr. Sie dürfen nicht ignoriert werden. Maja prüft zuerst, ob Rauch oder Feuer vorhanden ist. Bei Gefahr verlässt sie das Gebäude und ruft Hilfe. Sonntagsruhe steht niemals über Sicherheit. Ein Alarm ist kein normaler Nachbarschaftslärm. Die Bewohner planen zweimal im Jahr einen Hofputz. Zuerst schlägt jemand einen Sonntag vor. Anna erinnert an die Ruhe und an private Pläne. Die Gruppe wählt Samstagvormittag. Alle arbeiten eine Stunde. Besen, Schaufeln und Gartengeräte werden benutzt. Danach trinken die Nachbarn Kaffee. Am Sonntag bleibt der Hof ruhig und sauber. Ein einzelner kurzer Ton ist meist leichter auszuhalten. Ständiger Lärm belastet stärker. Ein Stuhl rutscht einmal. Das ist normal. Möbel werden 2 Stunden verschoben. Das ist eine andere Situation. Maja bewertet deshalb nicht nur die Lautstärke. Sie achtet auch auf Dauer und Häufigkeit. Diese 3 Punkte helfen. Wie laut? Wie lange? Wie oft? Danach kann sie vernünftig reagieren. Kapitel 37. Der Unterschied zwischen nötig und bequem. Eine Reparatur kann nötig sein. Eine Renovierung ist oft nur bequem geplant. Ein kaputtes Rohr braucht Hilfe. Ein neues Bild an der Wand kann warten. Maja fragt sich deshalb, entsteht ein Schaden, wenn ich warte? Gibt es eine Gefahr? Oder möchte ich nur heute fertig werden? Die Antworten machen Entscheidungen einfacher. Maja reist in eine andere Stadt. Sie schläft in einer Ferienwohnung. Auch dort gibt es Hausregeln. Im Flur hängt ein Hinweis auf Ruhezeiten. Maja liest ihn, obwohl sie nur 2 Nächte bleibt. Gäste tragen ebenfalls Verantwortung. Sie hört Musik leise und schließt Türen vorsichtig. Respekt gilt nicht nur in der eigenen Wohnung. Erstes Wort: Rücksicht. Maja denkt an Anna. Zweites Wort: Hausordnung. Dort stehen gemeinsame Regeln. Drittes Wort: Werktag. Dann sind viele Arbeiten möglich. Viertes Wort: Erholung. Körper und Kopf bekommen neue Kraft. Fünftes Wort: Vermeiden. Maja verschiebt unnötigen Lärm. Die Wörter gehören jetzt zu einer echten Geschichte. Dadurch bleiben sie leichter im Gedächtnis. Kapitel 38. Letzte Szene am Fenster. Es ist wieder Sonntag. Maja sitzt am Fenster und hört die Stadt. Ein Fahrrad rollt vorbei. Im Hof spricht jemand leise. Aus einer Küche kommt der Geruch von Kaffee. Das Haus lebt, aber es wirkt nicht hektisch. Maja denkt an ihren ersten Sonntag mit der Bohrmaschine. Damals fühlte sich die Regel wie ein Hindernis an. Heute erkennt sie eine gemeinsame Idee.
Alle Menschen bekommen etwas mehr Raum zum Atmen. Am Sonntag trifft Maja Anna vor dem Haus. Beide tragen bequeme Schuhe. Anna möchte zum Bäcker gehen. Maja begleitet sie. Der Laden öffnet nur für kurze Zeit. Sie kaufen Brot und gehen langsam zurück. Niemand hat Eile. Auf dem Weg sprechen sie über die Woche. Ein kleiner gemeinsamer Weg macht den Morgen freundlich. Maja bohrt nicht mehr spontan am Sonntag. Sie bringt kein Glas zu falschen Zeiten. Sie startet keine laute Maschine am frühen Morgen. Sie beantwortet Arbeits-E-Mails nicht sofort. Diese Veränderungen fühlen sich nicht wie Verlust an. Maja gewinnt einen ruhigeren Tag. Ihre Aufgaben verschwinden nicht. Sie bekommen nur einen besseren Platz in der Woche. Kapitel 39. Was Maja weiterhin macht: Maja kocht, duscht und spricht mit Freunden. Sie öffnet Fenster und räumt kleine Dinge auf. Sie hört leise Musik. Sie geht spazieren und benutzt Busse. Sonntagsruhe erlaubt normales Leben. Der Tag soll nicht künstlich oder ängstlich werden. Rücksicht und Freiheit können zusammen bestehen. Maja stellt sich vor jeder lauten Arbeit 3 Fragen. Ist die Aufgabe dringend? Kann sie warten? Wen könnte das Geräusch stören? Diese Fragen dauern nur wenige Sekunden. Trotzdem verhindern sie viele Probleme. Maja entscheidet bewusster. Sie handelt nicht mehr automatisch. Maja trifft im Sprachcafé eine neue Teilnehmerin. Die Frau fragt nach dem stillen Sonntag. Maja erklärt: Du musst nicht alles sofort wissen. Lies deine Hausordnung und frage freundlich nach. Dann sagt sie: Normales Leben ist erlaubt. Nur vermeidbarer starker Lärm braucht besondere Vorsicht. Die Teilnehmerin schreibt den Satz in ihr Heft. Kapitel 40. Ein Satz für genervte Nachbarn. Auch ein genervter Mensch kann ruhig sprechen. Maja übt diesen Satz. Entschuldigung, das Geräusch ist in meiner Wohnung sehr laut. Können wir eine andere Zeit finden? Der Satz beschreibt das Problem und sucht eine Lösung. Er greift die Person nicht an. Dadurch bleibt ein Gespräch eher möglich. Fehler passieren. Maja benutzt dann einen einfachen Satz. Entschuldigung, ich wusste das nicht. Ich ändere es sofort. Danach folgt eine Handlung. Die Musik wird leiser. Die Bohrmaschine stoppt. Der Karton wartet. Eine Entschuldigung wirkt besser, wenn das Verhalten sich verändert. Sonntagsruhe ist eine gemeinsame Vereinbarung. Viele Menschen verzichten für einen Tag auf bestimmte laute Arbeiten. Dadurch entsteht mehr Erholung im Haus und im Viertel. Vielleicht passt nicht jeder Teil zu deinem Leben. Trotzdem kannst du das Grundprinzip nutzen. Plane, frage und achte auf andere. Lass auch dir selbst Zeit. Ein ruhiger Sonntag muss nicht leer sein. Er kann einfach menschlich sein. Kapitel 41. Die Straße klingt anders. Maja bemerkt sonntags viele kleine Unterschiede. Weniger Lieferwagen fahren durch die Straße. Baustellen stehen still. Vor manchen Häusern sitzen Menschen mit Kaffee. Die Stadt ist nicht leer, aber ihr Rhythmus verändert sich. Maja hört Fahrradreifen, Vögel und einzelne Gespräche. Unter der Woche gehen diese Töne im Verkehr verloren. Der ruhigere Tag macht vertraute Orte neu. Maja sieht ihre Umgebung genauer, obwohl sie denselben Weg benutzt. Maja wohnt später mit ihrem Partner Jonas zusammen. Beide arbeiten viel. Früher blieb am Samstag alles an Maja hängen.
Dann war sie sonntags erschöpft. Sie teilen die Aufgaben. Jonas bringt Glas weg. Maja kauft Lebensmittel. Das Bad wird am Donnerstag gereinigt. Wäsche läuft am Dienstag. Durch die faire Verteilung bleibt am Wochenende mehr Zeit. Sonntagsruhe wird leichter, wenn nicht eine Person alles tragen muss. Im Haus gibt es mehrere Renovierungen. Die Bewohner sprechen miteinander. Niemand braucht einen komplizierten Plan. Ein einfacher Kalender im Flur reicht. Dort stehen kurze Hinweise. Wohnung 2 bohrt am Samstagvormittag. Wohnung 5 bekommt am Dienstag neue Fenster. Die Informationen verhindern Überraschungen. Sonntage bleiben frei von planbaren Bauarbeiten. Gute Kommunikation schützt die gemeinsame Ruhe. Kapitel 42. Ein freundlicher Hinweis ohne Streit. Maja hört am Sonntag einen elektrischen Schrauber. Sie ist müde und kurz genervt. Trotzdem wartet sie einen Moment. Dann klingelt sie freundlich. Sie sagt: Entschuldigung, man hört das Gerät sehr deutlich. Könnten Sie die Arbeit später fortsetzen? Der Nachbar antwortet ruhig. Er wusste nicht, dass der Ton so weit trägt. Beide bleiben sachlich. Der Konflikt endet, bevor er groß wird. Am Sonntag findet ein kleines Straßenfest statt. Musik spielt auf einer Bühne. Familien besuchen Stände. Das Viertel ist an diesem Tag nicht besonders still. Maja versteht, eine genehmigte Veranstaltung ist eine besondere Situation. Sie dauert nur einige Stunden. Danach wird es wieder ruhig. Sonntagsruhe bedeutet nicht, dass Kultur verschwinden muss. Gemeinsame Regeln und begrenzte Zeiten machen solche Ereignisse möglich. Maja braucht keinen perfekten Plan mehr. Manche Sonntage sind sozial. Andere bleiben still. Manchmal besucht sie ein Museum. Manchmal schläft sie länger. An einem regnerischen Tag bleibt sie einfach zu Hause. Wichtig ist nur ein guter Rahmen. Laute Aufgaben warten. Lebensmittel sind vorbereitet. Nachbarn werden respektiert. Maja erlaubt sich echte Erholung. So wird aus einer fremden Regel eine persönliche Gewohnheit. Der Sonntag gehört nun wirklich zu ihrem Leben.